Ja, und ich führe heute durch die Ausstellung Magical Soup zeitbasierte Medienkunstwerke aus der Sammlung der Nationalgalerie, der Friedrich Christian Frick Collection und Leihgaben, die ich kuratiert habe. Ich bin am Hamburger Bahnhof Kuratorin für Ausstellungen, aber eben auch zuständig für die Sammlung zeitbasierter Medienkunst und Performancekunst. Und Teil der Arbeit mit den Sammlungen ist es natürlich immer wieder Ausstellungen zu machen, um auch die Sammlungen restauratorisch aufzuarbeiten, wissenschaftlich zu erschließen und wieder in neue Kontexte zu stellen. Und die Ausstellung Magical Soup ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel dafür, weil wir hier Kunstwerke, Medienkunstwerke aus den 70er Jahren bis in die unmittelbare Gegenwart haben, die auf unterschiedlichsten Abspielmedien präsentiert werden und auch unterschiedlichste Iterationen und Genesen in der Übertragung und Aktualisierung dieser Werke durchgemacht haben. Wir haben beispielsweise Werke, die ursprünglich auf Laserdiscs gelaufen sind, ein Medium, was es nur sehr, sehr kurz gab. Es gibt Werke, die auf Digibeta gelaufen sind und die Ausstellung geöffnet mit zwei Werken auf analogen Medien. Zum einen Stan Douglas, Arbeit de Devise, Breath and Mime auf die eine dreikanalige Diaprojektion ist, und zum anderen Cyprien Gaillards Artifacts, was ein 35 mm Film ist. Der Kern der Ausstellung ist im Grunde genommen das Verhältnis zwischen Bild, Ton, Sprache und Musik und die sich daraus immer wieder generierenden und neu erzeugten Wirklichkeitsformen sind. Und so spielt der Titel Magical Soup auf verschiedene Quellen an. Zum einen hat der deutsche Kunstkritiker Franz Roh 1925 ein Essay geschrieben, in dem er bestimmte Formen der neuen Sachlichkeit als magischen Realismus bezeichnete. Und damit spielte er darauf an, dass die Wirklichkeit gezeigt wurde und dabei aber auch zugleich auf den Bildern andere Facetten der Wirklichkeit, die normalerweise verborgen sind, zutage treten. Und für Franz Roh war das besonders interessant, weil nach den abstrakten Werken des Expressionismus damit Arbeiten und Gemälde plötzlich wieder politisch werden konnten. Und das ist ein Element, was die Werke hier eint, also dieses Zutagetreten von Wirklichkeitsebenen, die vielleicht verborgen sind, von Gegenerzählungen, von verborgenen Geschichten, von alternativen Geschichtserzählungen. Und zum anderen spielt dieser Titel auf den performativen Sprechakt an, der vom französischen Soziologen Pierre Bourdieu als performative Magie bezeichnet wurde, da dieser Sprechakt durchaus wirklichkeitsverändernde Funktion haben kann, wenn er je nach Konventionen einer Gesellschaft von Autoritätspersonen vollzogen wird. Das heißt konkret, wenn zum Beispiel ein Priester sagt, hiermit taufe ich dich auf den Namen, und dann kommt der Name, dann hat er tatsächlich die Autorität, auch diesen Namen den Menschen zu geben und damit Wirklichkeit zu verändern. Oder ein anderes Beispiel, hiermit traue ich euch zu Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann. Und für Pierre Bourdieu war das ein sehr interessanter Aspekt, um nachzuweisen, dass Sprache tatsächlich symbolische Macht hat und Wirklichkeit verändern kann und auch Kategorisierungen vornehmen kann. Und ein weiterer Aspekt ist eine Anspielung auf Lewis Carrolls Roman Alice in Wonderland von 1865, in dem im Grunde genommen die Sprache durcheinander gerät. Also die Protagonisten in dem Moment, wo Alice durch das Rabbit Hole, durch das Kaninchenloch in die Unterwelt fällt, sind die Sprache und die Worte und ihre Bedeutungen außer Kraft gesetzt. Die Gesprächspartner sprechen aneinander vorbei, Worte verlieren ihre Bezüge, alles wird neu durchmischt. Der Ausstellungsparcours beginnt mit zwei Werken auf sogenannten analogen Medien, nämlich mit
Stan Douglas Werk De Devise, Breath and Mine, was auf 3 Dia-Karussells präsentiert wird, und Cyprien Gaillards Arbeit Artifacts, was eine 35 mm Filminstallation ist. Und Cyprien Gaillards Arbeit ist interessanterweise auf einem iPhone gefilmt worden. Er ist tatsächlich 2011 für die Shortlist-Ausstellung des Preises der Nationalgalerie in den Irak zu den historischen Ausgrabungsstätten von Babylon gefahren, begleitet von einer Schutztruppe, hat die archäologischen Stätten gefilmt, aber auch die von Saddam errichteten Paläste und das moderne Bagdad, und hat dies zusammengeschnitten mit Bildern aus dem Pergamon-Museum und dem Ishtar-Tur, vor dem sich ein Derwisch dreht. Zu hören bei Cyprien Gaillards Arbeit ist der Song Babylon von David Gray, der in den sogenannten erweiterten Verhörmethoden im Krieg gegen den sogenannten Terror als Foltermethode eingesetzt wurde. Und so hört man in Endlosschleife immer wieder Babylon. Zur Sammlung der Nationalgalerie gehören natürlich auch Soundarbeiten, und eine davon zeigen wir hier. Das ist von Rodney Graham, die Arbeit Parzival, 1882 bis 38.969.364.735. Und diese Arbeit basiert auf einer Anekdote, nämlich als Richard Wagner den Parzival komponierte und er zur Uraufführung in Bayreuth gebracht werden sollte, bat ihn der Bühnentechniker an einer bestimmten Stelle ein bisschen mehr Musik zu komponieren, damit er Zeit für den Umbau hat. Und es handelt sich tatsächlich um die Stelle, wo Gurnemanns mit Parzival aus dem Wald tritt und in dieser Szene direkt in die Gralsburg hineintritt. Es ist auch die berühmte Stelle, wo es heißt, zum Raum wird hier die Zeit. Und in den Bühnenanweisungen von Wagner steht im Grunde genommen, dass der Wald sich auseinanderzieht und die Gralsburg zu sehen ist und man in den Hallen der Gralsburg steht, was eine wahnsinnig herausfordernde Aufgabe natürlich mit der damaligen Bühnentechnik Ende des 19. Jahrhunderts war. Und auf die Bitte des Bühnenarbeits hin sagte aber Wagner, also ich komponiere doch nicht auf Bestellung. Und Wagners Assistent Engelbert Humperdinck hatte zum Glück die Idee, dann für den Bühnenarbeiter erleichtern, einen der letzten Takte dieses Aktes so zu komponieren, dass er im Grunde genommen wie ein Loop avant la lettre immer wieder gespielt werden kann. Und Rodney Graham hat von dieser Stelle in der Komposition die 14 Orchesterstimmen auseinandergenommen. Also wir sehen gleich 14 Lautsprecher und jede einzeln isoliert mit ein paar Leertakten versehen, und zwar aufeinander aufbauen, sodass im Grunde genommen, wenn man das hypothetische Datum des 5. Mai der Uraufführung des Parzival 1882 annimmt, sich die Orchesterstimmen erst wieder in etwa 39 Milliarden Jahren treffen. Und insofern ist in diesem Raum das Thema der imaginäre Sound, denn keiner von uns wird diese Spanne erleben und es auch nicht erleben, bis diese Sounds wieder zueinander treffen. Ja, und mit diesem minimalistischen Aufbau nimmt Rodney Graham natürlich eigentlich auch die Bühnensituation im Bayreuther Festspielhaus auf, wo bekanntlich Wagner das Orchester im Orchestergraben hat versinken lassen, sodass es nicht sichtbar ist. Und deswegen ist es sehr schön, hier auch diese reine Konzentration auf den Sound hergestellt bekommen zu haben durch den Künstler.
Und dies ist eine Videoarbeit der Schweizer Künstlerin Pippi Lotti Rist, eine Installation, wie man sieht, in der eben diese Teile des menschlichen Körpers durch die Gegend fliegen, und die Arbeit heißt auch Extremitäten weich, weich. Dazu hört man die Stimme der Künstlerin, die einem hypnotisch einzureden versucht, was man ist. Verschiedene Begriffe, die sehr interessant natürlich auf die Arbitrarität der Sprache zum einen hinweisen, aber auch auf die von der Gesellschaft einem aufoktroyierten Rollen und Bezeichnungen, von denen man zu glauben hat, was man ist, was Pippi Lotti Rist in dieser wieder eher sehr typischen, humorvollen Art und Weise aufs Korn nimmt. In der Mitte, das sieht man jetzt in der Dunkelheit vielleicht nicht so, ist ein großes, rundes Sitzelement, auf dem man sich niederlassen kann und die Extremitäten über den eigenen Körper auch fließen lassen kann, sodass man nicht nur Betrachterin ist, sondern auch zugleich Teil des Werkes werden kann. Und hier betreten wir gleich einen Raum, in dem eine Videoinstallation des Künstlers Korakrit Arunanonchai zu sehen ist, in Bangkok geboren, in New York leben. Und er zeigt uns hier 3 Videos hintereinander. Das ist insofern interessant, weil wir hier im Hamburger Bahnhof ja auch den westlichen Kanon als eine sehr einengende Weltsicht hinterfragen mit unseren Ausstellungen und erweitern wollen, um die vielleicht größere planetare Sicht auf Kunstgeschichten, verschiedene Perspektiven und künstlerische Formen des Arbeitens. Und Korakrit Arunanonchai beschäftigt sich in diesen Arbeiten vor allen Dingen mit verschiedenen Narrativen oder Erzählweisen oder auch Formen, wie Erinnerungen geschaffen werden. Und vor allen Dingen bringt er hier zusammen, in diesen Filmen tauchen immer wieder Wesen aus der buddhistisch-hinduistischen Mythologie auf. Zum Beispiel Naga, die Erdschlange, die dargestellt wird von der langjährigen Kollaborateurin Boychild, und der Drohne Chantri, die ein Verweis ist auf das gottähnliche Wesen Garuda in dieser Mythologie, ein Götterbote, der auch durchaus anthropomorphe Formen annehmen kann. Und zwischen diesen beiden entspannt sich eine gegenseitige Suche, einander erforschen und damit eigentlich auch eine Narration dessen, was eigentlich Erinnerung ist. Liegt es in den mythologischen Erzählungen begründet, oder gibt es heutzutage vielleicht auch technische Hilfsmittel, die uns helfen, Erinnerungen anders zu Erzählungen zusammenzufügen? Und Hintergrund ist im Grunde genommen auch eine Form der menschlichen Amnesie, denn Korakrits Großeltern leiden unter Demenz respektive Alzheimer, und damit hat er angefangen, sich mit Video zu beschäftigen, indem er seine Großeltern immer wieder besucht hat und Gespräche mit ihnen aufgezeichnet hat. Also es ist zugleich ein anrührendes, aber auch hochpolitisches Werk, denn in diesem Aneinanderschneiden von verschiedenen Narrativen, auch von geschichtlichen Erzählungen, taucht natürlich auch unter dem Radar der Zensur eine Aufarbeitung der thailändischen Geschichte auf. Man muss wissen, dass es in Thailand verboten ist, das Königshaus zu kritisieren, kritisch sich zu Religion zu äußern und auch zur Nation. Und Korakrit macht das auf eine sehr subtile Art und Weise, diese Narrationen zu hinterfragen, indem er beispielsweise das thailändische Volk zeigt, kurz nachdem der vorherige König Bhumipol IX. Verstorben ist und es eben eine landesweite Trauer mit schweigenden Menschenmassen gibt. Und dem schneidet er entgegen aneinander die Proteste, nachdem Donald Trump zum ersten Mal als Präsident gewählt wurde. Korakrit schneidet das aneinander, um auch eine unterschiedliche Art von Auffassung von Staatsbürgerschaft, von Demokratie, von Freiheit des Denkens zu illustrieren.
gibt verschiedene Strömungen von Narrationen. Zum Teil ist es auch einfach nur Musik. Man hört das Atmen, man hört aber auch zum Beispiel die Stimme seiner Mutter, die auf Französisch spricht. Oder man sieht Szenen, in der Korakret aus New York kommt, sich wieder mit seiner Bangkok-Gang vereint und in einer Art Gang auch Rap-Songs performt. Eine sehr hypnotisierende und faszinierende Arbeitsweise und ich empfehle, sich dafür Zeit mitzunehmen und sich dem hinzugeben. ตามทฤษฎีนี้ถ้าจะเกิดเป็นคุณยายของฉันก็เป็นไปได้ Und da dieses Format Allein im Museum heißt, möchte ich abschließend noch einmal darauf hinweisen, dass das Alleinsein auch im Museum natürlich noch relativ ist. Der Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart Berlin hat die Berliner Erklärung der Vielen unterzeichnet und eine gesellschaftliche Verantwortung und Solidarität zwischen Kulturinstitutionen bleibt eben auch bei geschlossenen Haus bestehen. Unser Museum setzt sich dafür ein, mehr Sichtbarkeit für eine vielgestaltige Bevölkerung zu ermöglichen, indem wir beispielsweise durch die Präsentation von Werken eine möglichst große Diversität in die hier sichtbar werdenden Künstlerinnen bringen oder indem wir mit Communities und Organisationen aus der Nachbarschaft zusammenarbeiten. Wir möchten auf Basis unserer Ausstellungen und Vermittlungsangebote eine Vielstimmigkeit der Perspektiven ermöglichen. Es geht um die Freiheit in aller Unterschiedlichkeit, ein Zusammenleben zu ermöglichen, das alle Individuen als gleichwertig betrachtet. In diesem Sinne setzt sich der Hamburger Bahnhof für Vielstimmigkeit, Toleranz, Diversität und gegenseitigen Respekt auf Basis einer demokratischen Gesellschaft ein. Dementsprechend gibt der Hamburger Bahnhof Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Gewalt und Diskriminierung aufgrund religiöser oder sexueller Orientierung kein Forum. Ich lade dazu ein, sich mit der Website der Vielen zu beschäftigen und dort einmal nachzulesen, was für kommende Aktionen gerade anstehen. Danke.